Heute zeige ich euch einen richtig coolen Trick für Windows 11 und zwar, wie ihr den Systemproduktnamen ändern könnt. Ihr wisst schon, dieser Text, der in den Systemeinstellungen unter eurem PC-Namen steht. Normalerweise steht da irgendwas Langweiliges wie 80L0 oder so oder Desktop-PC, aber wir machen da jetzt was Eigenes draus. Zum Beispiel liken und abonnieren für einen YouTube-Kanal oder euren Firmennamen. Okay, erster Gedanke, ich gehe einfach in die Einstellungen, klick auf Umbenennen. Das sieht vielversprechend aus. Aber Moment, wenn ihr hier den Namen ändern wollt, ändert ihr nur den PC-Namen im Netzwerk. Der Produktname darunter, dieser kryptische Code, der bleibt genauso wie er ist. Den bekommt ihr über die normalen Einstellungen nicht weg. Deshalb müssen wir ein bisschen tiefer graben. Ab zu den Registrierungsdateien. Drückt die Windows-Taste oder geht unten auf die Suche, tippt regedit ein und wählt als Administrator ausführen. Wichtig, immer als Admin, sonst dürft ihr nichts ändern. Die Benutzerkontosteuerung fragt nochmal nach, klickt auf Ja. Bevor wir irgendwas machen, ihr ahnt es, wir machen zuerst ein Backup von der Registry. Das ist wie eine Versicherung. Falls was schief geht, könnt ihr alles wiederherstellen. Klickt oben auf Datei, Exportieren, wählt einen Speicherort. Ich nehme hier den Desktop, gebt der Datei einen Namen, am besten mit Datum, zum Beispiel Backup Reg 18.06.26, so wisst ihr später genau, wann das Backup war. Speichern, fertig, ihr seid abgesichert. Das Sichern dauert 1-2 Momente. Wenn das erledigt ist, zeige ich euch noch, wie man sie wiederherstellen kann. Im Notfall gehen wir einfach wieder auf Datei, Importieren und wählen unsere Backup-Datei aus. Öffnen und schon haben wir den Stand von davor. Jetzt navigieren wir zum richtigen Ort. Das klingt komplizierter als es ist, folgt mir einfach. Wir machen einen Doppelklick auf Local Machine, Doppelklick auf Software, suchen uns Microsoft, wir öffnen den Ordner wieder mit einem Doppelklick und scrollen ganz nach unten, bis wir zu Windows kommen. Diesen Ordner öffnen wir auch wieder. Dann suchen wir Current Version, also der dritte von oben, Doppelklick und wir suchen OEM Information. Dort einmal klicken. Falls der Ordner OEM Information bei euch nicht existiert, kein Problem. Rechtsklick auf Current Version, dann Neu, Schlüssel und nennt ihn OEM Information. In dem OEM Information Ordner auf der rechten Seite im Lernbereich machen wir einen Rechtsklick, gehen auf Neu und Zeichenfolge. Statt neuer Wert benennen wir es nun Modell, genauso wie bei mir mit großem M. Doppelklick auf den neuen Modelleintrag und jetzt kommt der spaßige Teil. Im Feld Wert tragt ihr einfach ein, was ihr wollt. Ich nehme hier mal Like und Abonnieren, passt perfekt für mein Video und Enter. Ihr könnt hier aber auch euren Firmennamen, euren eigenen Namen oder was immer ihr wollt. Damit die Änderung wirksam wird, müssen wir den PC neu starten. So, wir sind wieder da. Öffnen wir nochmal die Einstellungen und schauen auf die Systemseite. Dazu gehen wir natürlich ganz einfach wieder auf unseren Startbutton, Einstellungen und voilà, nicht mehr 80L0, sondern Like und Abonnieren. Der Produktname wurde erfolgreich geändert. Das war's auch schon. Einfach, oder? Falls ihr das Ganze rückgängig machen wollt, entweder ihr löscht den Modelleintrag wieder in der Registry oder ihr importiert einfach euer Backup, das wir am Anfang erstellt haben. Datei, importieren, Backup auswählen und fertig. Wenn euch der Trick gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bei Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.